Und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu West Coast Schnitzel. Heute sind wir in den legendären Universal Studios und da geht's richtig zur Sache. Was das alles genau mit sich bringt, wollen wir euch heute in einem ausführlichen Video vom West Coast Schnitzel zeigen. Ich bin Emir und ihr begleitet mich heute dabei, was so abgeht. Also legen wir los, viel Spaß! Met her in my dreams, she was my queen. A castle in the mountaintops, rivers and streams. Plucking sunlight from the sky in my pocket. Give it to you later on in the form of a locket. What you wanna do, baby? It's on you, baby. Das Auto abgestellt, verriegelt, den Jutesack umgehängt und los geht's. In ca. 10 bis 15 Minuten erreicht man über den Universal Walk den Haupteingang zu den Universal Studios. Parken ist nicht im Ticketpreis inkludiert und kostet extra. Das heißt genau $30. Für die Tickets haben wir im September an einem Samstag $144 bezahlt. Am Haupteingang muss man auch noch einen Metalldetektor passieren und dann kann es gleich losgehen. Unsere erste Station lautet Hogwarts. Der erste Schritt in Hogsmeade und man ist gleich komplett in den Bann gezogen. Die vielen kleinen Details machen Hogsmeade ganz besonders, wie zum Beispiel hier die Quidditch-Bälle. Oder diese Schreibfeder. Aber das Herzstück des Ganzen ist definitiv das Hogwarts-Schloss. Da bleibt einem schon der Atem stehen, wenn man direkt davor steht. Und jetzt lasst uns einmal reingehen. Quidditch player or two amongst our younger visitors. See, that wasn't so bad, was it, Ron? Not as bad as being on this club with you. Keep your voices down, don't you hear us? Imitate. And most of all, have fun. This to be a bit dodgy. But we haven't lost anyone yet. Not this week anyway. Das war jetzt also unsere erste Attraktion und die schon richtig gut losging. Aber schauen wir, was noch so kommt. Expecto Patronum! Ob Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff oder Ravenclaw, welchem Haus du angehörst, findest du am besten hinter mir im Hogwarts-Schloss heraus. Sobald man Hogwarts verlassen hat, trifft man direkt in Springfield ein und ist direkt bei den Simpsons zu Hause. Jetzt schauen wir, was bei The Simpsons Ride so passiert. My next did. So anyway, where do you all? Not only are you not killing us, I'm having fun. You guys haven't seen a giant steel ball, have you? You want to hear me blow? We're going big around and never finish high school.
They grow up so fast. Eine rucklige, aber sehr lustige Fahrt. Und jetzt auf zum unteren Gelände. It's me, Mario. Herzlich willkommen in Super Mario Land. Mario Kart Bowser's Challenge. Das muss man nicht zweimal sagen. Also ab geht's. Hier wurde auch auf jedes kleinste Detail geachtet. Einfach nur Wahnsinn und wirklich toll. Wir sind auf einem Samstag in Universal Studios gegangen und sind dadurch sehr zeitig hier angekommen. Das heißt, um 7:45 Uhr bereits am Parkplatz, um 8 Uhr öffnen die Studios. Und überall im Park findet man auch angeschriebenen Zeiten, wie lang gewisse Fahrgeschäfte brauchen und wie lang die Warteschlangen sind. Und so wie bei uns hier, wir passen uns dem relativ gut an, deswegen haben wir so früh gestartet. Somit können wir das Ganze gut abdecken bis zum Abend hin. Einen Tipp für euch nebenbei, also wir haben zum Beispiel unsere eigenen Wasserflaschen mitgenommen, die man auf jeden Fall hier mitnehmen kann sie aber auch wieder befüllen. Es gibt so Anlagen hier überall an jeden Ecken. Here we go! So, und jetzt geht's ab auf die Rennstrecke. Viel Spaß! Seit vorigem Jahr gibt es Super Mario World, auch hier in den Universal Studios Los Angeles. Und das Ding hier ist wirklich einfach nur Wahnsinn. Also man fühlt sich so, als würde man die Konsole einschalten und das Spiel starten. Einfach nur gelungen. 10 von 10. Um wieder etwas auf den Boden der Realität zu kommen, ist Transformers genau das Richtige, um noch weiter abzuheben. Humans in 3 rows of 4. When you are authorized, enter a row and move to the furthest available seat. Supervised children. Und Action. Do not lower your lap restraint until everyone in your row is... It's Rabbit. He's after the Allspark. Good work. Autobots, roll out. I got Megatron. Keep going, Decepticons. Destroy them.
let her get that Nutella. You don't want to meet a dinosaur on a sugar rush. Jurassic World, Saurier-Fans, hier genau richtig. Jurassic World 1:1 perfekt, top in Szene gesetzt. Ich glaube, mehr dazu brauche ich nicht sagen. Hold all boats in safe zone. Nach den ersten Attraktionen, also von Hogwarts angefangen bis zu Transformers, haben wir jetzt schon einiges erledigt, aber uns fehlte natürlich noch die Studiotour. Deswegen ging es circa um die Mittagszeit für uns zur Studiotour und hatten hier etwa eine Wartezeit von circa 20 bis 30 Minuten. Jetzt sind wir bei der weltberühmten Universal Studiotour. Für mich eines der besten Attraktionen hier bei den Studios, weil es wirklich alles mit sich bringt und die Leute sind auch schon sehr motiviert, wie man gerade gehört hat. Viel Spaß. Surviving a tour of the studio returned when the Gray Line bus tours that would start in Hollywood would make stops. If you drop something of value over the side of it, The Voice filmed in there, and one of the biggest names in NFL history has filmed in Soundstage 12. Of course, I'm talking about Taylor Swift. Her music video, Me, filmed in there. And look, if you're not a Swiftie, what can show Hacks is back on the lot working on season 4. The comedy series. Right after that, you've got these sound stages that have been here since the early. These sets were used to create Hill Valley and the Back to the Future films. And they represented multiple time periods. 1985, Nice. Doctor Who has filmed in the Metropolitan sets. Yeah. Now it's long. Keep an eye out for Butter and Bloom, this bakery over here. I'm gonna bring that up again in just exactly when to put on those 3D glasses. But before he does, please don't forget to remain seated. One of the monsters on that mural also filmed in Soundstage 31 here, coming up on the leads. It's all physically happening for us to interact with. Some of you may remember the earthquake was out of commission for a little over a year. Either way, you might want to hold on tight because this could be the big one. As well. On our right, you can see some behind the scenes of behind. Hier wird demonstriert, wie auf den Filmsets ein Regenschauer erzeugt wird und das von leichten Regen bis starken Überschwemmungen. 1 and 2, don't worry. The war is coming for you too. Watching people react like they're allergic to water. Now, flash flood, that's become a staple for the studio tour, much like on the other side of this mountain. Und hier seht ihr eine Szene aus Krieg der Welten mit Tom Cruise, wo eine Boeing 747 etwas zerlegt wurde. With the director, Steven Spielberg, and production designer, Rick Carter. Das in echt zu sehen,
bringt einen auf jeden Fall zum Nachdenken. Even though we saw those picture cars, some of you might have been more focused on the route. I hope it is. Not gonna happen. Don't worry, I got you. Mommy, don't shoot! Head with the bridge! Under contraction! Everybody hold on! Und jetzt sehen wir eine Aufführung von Schauspielern, die auch überall hier an den Sets am Start sind und ja, es kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Viel Spaß! Look, I understand some of you have had quite the journey getting here, so maybe... Thanks. Help me. Bring it in. It's so good to see you alive. The Secret Life of Pets wurde 2021 eröffnet und muss natürlich auch, wenn man schon mal in den Universal Studios ist, besucht werden. A dog who was bitten by a squirrel and he started. People do not like to have their stuff chewed. Listen and learn, puppies. Look. Wie diese Super Mario Crew konnten auch wir keine Münzen mehr finden und auch nicht Prinzessin Peach retten. Das heißt, ab geht's wieder nach Hause. Links ist der Andrang schon sehr hoch, weil es ist gerade Halloween-Zeit und bei den Universal Studios findet die Horror Nights statt. Und ja, der Andrang ist sehr groß. Super Mario Land, Jurassic World, Hogwarts. Das waren die größten Attraktionen, für mich auch eigentlich die besten Attraktionen, inklusive Studiotour. Einfach nur machen, mehr kann ich nicht sagen. Schaut vorbei, wenn ihr hier seid. Es ist einfach nur mega, mega geil. Tolles Erlebnis auf jeden Fall. Für die ganze Familie gibt es hier nur 100 Schnitzels zu vergeben. Also ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like oder ein Abo da. Wenn es wieder heißt, euer Emir live on Tour in L.A. Tschüss, Papa. Mirror in my dreams, she was my queen. A castle in the mountaintops, rivers and streams. Plucking sunlight from the sky in my pocket. Give it to you later on in the form of a locket. What you wanna do, baby? It's on you, baby.